Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute wird es um das echte Heilige Land Gottes gehen und seid auf jeden Fall gespannt, denn das wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Video. Und wir beginnen gleich mit der nächsten Folie. Denn die biblische und apokryphe Beschreibung des Heiligen Landes, das wahre Heilige Land, die geliebte Stadt oder das Zentrum der Schöpfung, wird von den Propheten und den Apokryphen als ein Ort unvorstellbar geografischer Weite, absoluter Reinheit und als das energetische Kraftzentrum des Kosmos beschrieben. Und da rechts siehst du schon auf jeden Fall ein sehr interessantes Bild, das das alles darstellt, nämlich, sage ich mal, dass das Heilige Land wirklich im Mittelpunkt steht. Also wenn du jetzt zum Beispiel das heliozentrische Bild der modernen, sage ich mal, Wissenschaft anschaust, wo NASA uns weismachen möchte, dass wir auf einem Globus leben und mit was weiß ich, wie vielen 100.000 Kilometern durch den Weltraum rasen in höchster Geschwindigkeit. Und natürlich gibt es dann auch keinen Sinn, wenn dann die ganzen Kompasse Richtung Norden zeigen. Und wir wissen ganz genau laut der Bibel, dass halt eben, also laut Psalm, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, welcher Psalm das ist, aber ihr wisst Bescheid, ähm, dass halt eben der Thron Gottes sich im Norden befindet. Und im Großen und Ganzen zeigt jeder Kompass Richtung Norden zum Polarstern, wo sich auch meiner Meinung nach auch das neue Jerusalem befindet und das Heilige Land auch. Und es wird auch vor allem hier auf auf dieser Illustration, auf diesem Bild, wird halt eben natürlich das Heilige Land im Mittelpunkt der ganzen Erde eingezeichnet. Und das kann man natürlich nicht wissen, wenn man an das heliozentrische Bild denkt. Aber wenn man weiß, dass die Erde flach, also zentriert ist, es hat auf jeden Fall eine Kuppel über sich, also das Firmament. Und es kann auch sein, dass es, sage ich mal, untenrum so wie eine Art Schneeballkugel aussieht. Wer weiß das schon, weil wir wissen auf jeden Fall, dass sich also über das Firmament sich Wasser befindet und auch unter dem Firmament befindet sich auch wieder Wasser, also die Tiefe. Und es kann auf jeden Fall sein, dass auch da sich wie so ein Kreis das alles schließt. Deswegen, ich weiß nicht mit Gewissheit, wie die Erde aussieht. Definitiv auf jeden Fall nicht so, wie es uns die moderne Wissenschaft in Form von NASA zeigt. Und das ist natürlich eine sehr große Täuschung, weil somit können sie das Heilige Land immer da, sag ich mal, also laut ihrem heliozentrischen Bild so darstellen, wie sie es gerne möchten. Und viele Menschen werden dadurch verführt und getäuscht, weil sie denken, dass das Heilige Land auf unserer bekannten Landkarten oder unsere bekannten Erde, so wie es uns, sage ich mal, auch auf Landkarten aufgezeigt wird. Und dass wir denken, dass sie irgendwo hier, wo es uns bekannt ist dieses Heilige Land verzeichnet. Aber wenn wir weiter jetzt im Laufe des Videos kommen und dann werden wir auf jeden Fall sehen, dass ja, dass auf jeden Fall das Heilige Land vor uns verborgen wird und aus einem ganz bestimmten Grund. Und ein Teil davon ist natürlich, indem sie uns dieses Globusmodell, das heliozentrische Bild, sage ich mal, durch NASA, durch, sage ich mal, die moderne Wissenschaft aufzwingen und nach außen tragen und somit verführen und täuschen, damit wir nicht wissen, wo genau sich das Heilige Land befindet. Aber es befindet sich im Zentrum der Erde, im Norden, am Nordpol. Oder zumindestens in der Nähe des Nordpols. Dazu werden wir auf jeden Fall jetzt in den nächsten Folien noch intensiver, sage ich mal, kommen. Aber gehen wir weiter im Text. Denn es ist das Land, aus dem die Ströme des lebendigen Wassers fließen. Es wird als Ort unermesslicher Fruchtbarkeit und des ewigen Frühlings charakterisiert. Also das kann man auf jeden Fall nicht von dem heutigen sogenannten Heiligen Land sagen, wo man uns sagt, das ist angeblich dieses Heilige Land. Dann, das Land wird nicht mehr verlassene oder Wüste genannt, laut Jesaja 62,4, sondern Hefsiba, also meine Lust an ihr, oder Beulah, vermählte. Denn der Herr hat Wohlgefallen an diesem Land. Es ist geografisch vom Rest der gefallenen Welt separiert. Auch sehr interessant. Und auch in der Apokryphen des Johannes, hier wird die unbefleckte Erde beschrieben, die oberhalb der archontischen Matrix liegt. Es ist ein physischer Raum auf unserem Planeten, der jedoch auf einer so hohen Frequenz schwingt, dass er vor der niedrigen Sinn der gefallenen Menschen verborgen ist. Also das ist auf jeden Fall wichtig, jetzt sich nicht davon beirren zu lassen, wenn da jetzt steht Planeten und so weiter und so fort. Im Großen und Ganzen, was ich da sehr interessant finde, dass halt eben das Land vor uns verborgen wird und dass wir uns das nicht vorstellen können, wo das liegt. Und ich denke auch, es wird immer davon berichtet, dass mehrere Sonnen gesehen werden oder mehrere Monde. Und ich denke auch, dass letzten Endes eine Matrix auch über uns herrscht, so wie es zum Beispiel in bestimmten Filmen gezeigt wird, wie zum Beispiel in der Truman Show, dass wir uns, sage ich mal, in so bestimmten Frequenzbereichen befinden. Und
Im Grunde genommen werden wir am Ende der Zeit das wahre heilige Land, den Berg Zion, das neue Jerusalem sehen, wo wir dann alle, sage ich mal, dorthin pilgern werden und, sage ich mal, mit Gott vereint sein werden. Und letzten Endes war es auch schon der Fall. Wer meine letzten Videos schon bereits gesehen hat, der weiß auch schon bereits, dass Jesus Christus bereits wiedergekommen ist, das tausendjährige Reich bereits schon in unserer Vergangenheit liegt und dass letzten Endes viele Nationen bereits in das Heilige Land damals gepilgert sind, wie wir noch auf jeden Fall in den nächsten Folien dazu kommen werden und es sehen werden, dass es genau der Fall war. Bloß ist es dann letzten Endes dazu gekommen, dass eben das Heilige Land sich, sage ich mal, abgeschottet hat von, sage ich mal, der unserer heutigen bekannten Erde, also von den ganzen Nationen, um, sage ich mal, das einzuführen, was laut der Offenbarung 20,7 bis 15 feststeht. Und in dieser, sage ich mal, biblischen Zeitlinie befinden wir uns gerade. Und es wird auf jeden Fall sehr interessant, wenn wir weiter, sage ich mal, da hineingehen werden in, sage ich mal, dieses Video und in die nächsten Folien hinein. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Aber weiter zur nächsten Folie. Hier sehen wir wieder, wie, sage ich mal, die Erde damals beschrieben worden ist oder aufgezeichnet worden ist von den Kartografen. Und da sehen wir auf jeden Fall, dass, sage ich mal, die ganze Erde eine Landmasse war, also ein großer Kontinent. Und wir kennen das natürlich durch das sogenannte Pangea, dass man uns glauben lassen mag, dass es in Millionen von Jahren erst so stattfindet. Oder ich denke, dass es schon so vor Millionen von Jahren gewesen ist. Also setzt euch da nicht fest auf meine Worte. Ich weiß nicht mehr genau, was da gesagt worden ist, aber auf jeden Fall dieses Pangea, dieser Kontinent Pangea, wo man uns sagt oder gesagt hat, dass es, sage ich mal, ein großer Kontinent sein wird oder gewesen ist. Und ich denke, dass bereits das schon gewesen ist. Und nicht vor irgendwie Millionen von Jahren, sondern vor einigen Jahrhunderten. Also nicht mal so weit entfernt. Und das war auf jeden Fall vor dem Tausendjährigen Reich. Und das ist dann letzten Endes dann alles auseinandergedriftet, also auseinandergegangen, sodass sich diese heutigen Landmassen und Kontinente gebildet haben, wie wir sie heute kennen, nämlich nach dem Armageddon, das uns in der Historie bekannt ist, also laut der ja, modernen Geschichtsschreibung, dass es das Jahr 536 nach Christus ist, das schlimmste Jahr der Menschheitsgeschichte. Wo, sage ich mal, auch Gunnar Heinzson da sehr interessante Einblicke uns gegeben hat in seiner Arbeit, wo er auch gesagt hat, dass da auch sehr viele Kataklysmen geschehen sind und dass da auf jeden Fall auch sehr viele Jahrhunderte unserer Zeit, sage ich mal, hinzugefügt worden sind, damit wir nicht erkennen können, dass Jesus Christus bereits wiedergekehrt ist, dass er bereits ein tausendjähriges Reich, sage ich mal, aufgestellt hat. Dazu schaut euch unbedingt meine letzten Videos an. Die werden irgendwo oben hier, sage ich mal, verlinkt werden in der Infokarte. Schaut auf jeden Fall auch da gerne hinein. Aber das beweist uns auf jeden Fall, dass damals Jerusalem auch hier im Zentrum eingezeichnet worden ist und sich auch im Zentrum befunden hat. Und wir sehen auch, dass die ganzen Länder ja ganz anders hier aufgezeichnet worden sind oder auch die ganzen Städte und so weiter. Und dass es wahrscheinlich nach diesem Armageddon sehr viel durcheinander gekommen ist, sodass eigentlich das, was man uns heutzutage als diese Länder oder Städte darstellt, wahrscheinlich gar nicht diese Länder und Städte sind, sondern dass sie sich ganz woanders befinden. Und so manipuliert man uns wieder, indem man halt eben uns eine falsche Realität gibt, falsche Nationen und, sage ich mal, so wie es auch in der Offenbarung 20,8 steht, dass die ganzen Nationen werden verführt werden und getäuscht werden. Und ich sehe da auch, dass man halt eben bestimmte Länder einfach komplett, sage ich mal, missgedeutet hat, dass das nicht die wahrhaftigen Länder sind, wie es in der Bibel zum Beispiel steht oder, sage ich mal, in den damaligen Landkarten auch eingezeichnet worden sind, sondern die wurden eigentlich komplett, also, oder die liegen derzeit komplett woanders. Und man versucht uns somit da also auszutricksen. Also das ist wirklich sehr, sehr verrückt, sehr, sehr spannend auch. Aber man muss da auch wissen, dass das, was man uns heutzutage, sage ich mal, als Deutschland betitelt oder als das heutige sogenannte Israel oder Ägypten oder sonst was, dass es tatsächlich nicht die wahren Länder sind, wie man uns das sagt, sondern dass sie sich damals oder derzeit irgendwo ganz anders befinden oder befunden haben. Deswegen da auch sehr interessant, das zu wissen. Und dann kommen wir jetzt endlich zum Hauptpunkt dieses Themas oder dieses Videos.
nämlich das historische Rätsel von Terra de Yeso auf alten Karten. Denn vom 16. bis zum 18. Jahrhundert verzeichneten die bedeutendsten Kartografen der Welt ein gigantisches, eigenständiges Landgebiet im Nordpazifik, das die Lücke zwischen Sibirien und Alaska füllte. Auf den Karten wird explizit als Terra de Yeso, Yeko, Esso oder Terra de Yeso benannt, das Land Jesu oder das Land des Heils. Und es handelt sich nicht um eine kleine Inselkette. Auf den Originalkarten ist dieses Land flächenmäßig so groß wie die gesamte heutige USA. Es besitzt eigene Gebirgsketten, Flusssysteme, Meeresbuchten und markante Städte. Also dazu kommen wir auf jeden Fall gleich in den nächsten Folien und es ist super spannend, wenn wir da näher auf diese Karten da eingehen werden. Und ab den offiziellen Expeditionen von Vitus Bering und James Cook im späten 18. Jahrhundert verschwand diese riesige Landmasse abrupt von den Karten. Auch sehr interessant. Sie wurde durch die offizielle Geografie zur Beringstraße und zum offenen Ozean erklärt, eine bewusste Auslöschung eines ganzen Kontinents auf dem Papier. Und das war auch die Zeit, sag ich mal, auch im 18. Jahrhundert, wo auch diese sogenannte Zeit der Aufklärung geschehen ist, wo auch diese ganzen Revolutionen stattgefunden haben, ne? Die amerikanische Revolution, die französische Revolution und wo, sage ich mal, dann diese Unabhängigkeit von der Monarchie, ne, von welcher Autorität wurde hier Unabhängigkeit erklärt? Und welche Freiheit wurde deklariert? Von wem? Ne, also wer sich da auch mit meinen letzten Videos beschäftigt hat auf YouTube oder auf Instagram mit meinen Beiträgen, der weiß ganz genau, dass diese Freiheit, die da gefeiert worden ist, mit dieser Unabhängigkeit oder diese Unabhängigkeitserklärung, in Wahrheit die Unabhängigkeit und Freiheit von Luzifer gefeiert worden ist und seinen Schergen. Deswegen ist es da auch sehr interessant, dass interessanterweise auch in diesem Zeitraum auch das Land von Jesus immer mehr von den ganzen Landkarten verschwunden ist und dass halt eben dieser Ort, wo sich auch das Land von Jesus befunden hat, was wir jetzt noch kommen werden in den nächsten Folien, dass das, sage ich mal, durch die Expedition von Vitus Bering und James Cook, dann sage ich mal, komplett aus den Landkarten verschwunden ist und daraus dann die sogenannte Beringstraße entstanden ist. Genau in diesem Zeitpunkt, wo, sage ich mal, diese ganzen Umwälzungen passiert sind, wo auch interessanterweise die Rothschilds an die Macht gekommen sind, wo die Illuminaten gegründet worden sind, wo auch die Freimaurerei, sage ich mal, gegründet worden ist oder offiziell zu einer Großloge geformt worden ist und so weiter. Da gibt es so viele Sachen, die da geschehen sind. Deswegen muss man alles hinterfragen und da sehr wachsam sein. Und genau, deswegen kommen wir zur nächsten Folie, die sehr interessant sein werden jetzt. Denn hier sehen wir links eine Illustration, die uns zeigt, dass sich Terra de Yeso im Mittelpunkt der Erde befindet. Und hier rechts, sehr interessant, sehen wir hier im Mittelpunkt am Nordpol den Berg. Den heiligen Berg. Kann es der Berg Zion sein? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wir sehen hier auf jeden Fall diese große Landmasse, die wir schon bereits in der letzten Folie besprochen haben, nämlich Terra de Yeso übersetzt, also vom Katalanischen oder Lateinischen heißt es das Land von Jesus. Hier auch Meer de Jesu, das Meer von Jesus. Und wir sehen auch hier rechts die Insel, also noch wo Kalifornien eine Insel gewesen ist, ne, Kalifornien. Hier sehen wir auch Alaska rechts und links sehen wir hier Tatarien, also auch Sibirien. Wir sehen auch hier unten China und wir sehen auch hier die Insel Japan. Also im Großen und Ganzen befindet sich diese große Landmasse, was wir auch hier noch in der unteren Karte sehr gut sehen können, zwischen Asien, also Sibirien, hier Japan und Kalifornien und Alaska. Also, das war auf jeden Fall diese große Landmasse, die Terra de Jesu hieß, also das Land von Jesus. Und das sehen wir hier auf diesen Landkarten. Hier sehen wir sogar die Straße von Jesus. Und hier auch das große Land von Jesus. Und hier interessanterweise sehen wir auch Tatarien. Und wir sehen auch hier viele Städte, die ja dort existiert haben, wo man uns jetzt zeigt, dass es halt eben in Sibirien ist ja anscheinend nichts gewesen und dieses Land war nicht sehr bereist, aber auf alten Karten, ne, schaut euch diese alten tatarischen Karten an, da sehen wir richtig viele Städte dort in Sibirien, auch in Kamtschatka und da im östlichen Russland, dass da auch sehr viele Städte und auch sehr viele Kirchen auch aufgezeichnet worden sind oder auch christliche Städte. Und dass es sehr bewohnt war damals und dass auch sehr viele Straßen sich befunden haben, also sehr viele Pilgerwege oder Pilgerrouten, die höchstwahrscheinlich zu diesem Land von Jesus geführt haben. Und deswegen schaut da auch gerne hinein. Also bildet euch selbst eure eigene Meinung, prüft alles.
und dann werdet ihr auch zur Wahrheit finden. Und interessanterweise steht auch hier Magog und hier auch Gog. Also kann auch gut sein, dass hier sich auch Gog und Magog befunden haben, also dass das Volk dort gelebt hat in Tatarien oder diesem Land von Tataria, diesem Großreich Tataria. Deswegen auch sehr interessant, das auf jeden Fall zu beobachten. Auch hier auf dieser rechten Karte sehen wir hier unten sogar also die Antarktis, dieses große antarktisches Land, das uns, sage ich mal, nicht als sogenannt, also auch als Kontinent also gezeigt wird, aber ich denke viel eher, dass es halt rund um sich befunden hat, um die ganze Erde und dass es auf jeden Fall nicht voller Eis war, wie wir auch hier zu sehen waren. Wir sehen hier sogar viele Berge, die hier hinausragen und auf jeden Fall sehen wir auch hier, dass diese Küsten auch befahren worden sind, ne? Wir sehen auch hier das Schiff. Also, im Grunde genommen war das auf jeden Fall ein bekanntes Land gewesen und 'ne bekannte große Landmasse. Und es ist auch sehr interessant, dass hier auch das alles verbunden war, auch mit Südamerika. Und was wir auch hier interessanterweise sehen können, ist, dass, sage ich mal, hier links dieses Land von Jesus sich befindet, diese große Landmasse. Hier sehen wir wieder Kalifornien und hier sehen wir Mittelamerika. Und da oben sehen wir auch noch Kanada und wahrscheinlich auch Alaska. Und alles verbunden mit diesem großen Land von Jesus. Und alles war damit, also wir sehen auch hier die Gebirgsketten, wir sehen auch grünes Land, sehr viele Flüsse, die hier hindurchgehen. Also wirklich sehr interessant. Schaut euch gerne auf jeden Fall diese alten Karten nochmal detaillierter an, pausiert das Video und schaut euch alles wirklich detailliert an. Und dann werdet ihr erkennen, dass sich wirklich da ein Land befindet, das man heutzutage nicht mehr auf unseren modernen Landkarten zu sehen bekommt. Und hier unten sehen wir wieder das Gleiche, das Land von Jesus, das sich wirklich bis zum Nordpol erstreckt und sich wirklich zwischen, also Sibirien und Alaska bzw. Kalifornien befindet. Also das sehen wir auf mehreren von diesen Landkarten. Auch hier eine sehr interessante Landkarte. Der zeigt uns hier auf jeden Fall links Europa, Tatarien, Persien, ne, das Arabische Meer. Da sehen wir auch hier China. Auch interessant, hier oberhalb von China sehen wir die chinesische Mauer. Und hier sehr viele Pilgerrouten, die halt eben zu dieser chinesischen Mauer führen. Und hier sehen wir, dass diese chinesische Mauer bis hin zum Land von Jesus führt. Und hier sehen wir auch wieder das große Land von Jesus und unterhalb davon Japan als Insel. Und das ist wirklich sehr interessant. Also hier sehen wir auch eingezeichnete Pilgerrouten zum Land von Jesus. Also auch sehr interessante Karte, die wir hier zu sehen bekommen. Und hier wieder auch interessant, hier sehen wir das Land von Jesus in der Mitte von allem als riesengroße Landmasse, das wahrscheinlich noch größer ist als USA. Also ist eigentlich viel mehr ähnlich so groß wie hier, also eigentlich ganz Nordamerika. Und hier unten sehen wir sogar, also nicht hier unten, sondern hier oben, rechts sehen wir sogar Australien, das noch viel, viel größer aufgezeichnet worden ist. Und da über Australien sehen wir noch ein weiteres Land. Und es gibt auch viele andere Länder, die auch am Nordpol aufgezeichnet worden sind, wie zum Beispiel Friesland, Thule und so weiter als Inseln. Und es gibt auch, zum Beispiel interessanterweise wird hier Grönland nur als so kleiner Kontinent dargestellt, doch in unseren modernen Landkarten wird Grönland riesengroß dargestellt, obwohl es hier richtig klein ist. Also auch da wird so viel gefälscht und so viel, sage ich mal, vor uns verborgen, das ist einfach nur unfassbar. Und hier auch, das sehen wir auch sehr interessante Landkarten. Hier sehen wir auch wieder diese große Landmasse Terra de Yeso, das kannst du hier rechts erkennen. Und auch hier am Nordpol auch wieder andere Länder, andere Kontinente, Inseln hier, die du zu sehen bekommst. Also sehr, sehr interessant. Auch hier rechts wieder siehst du auch wieder Kalifornien als Insel und hier links von Kalifornien oben das Land von Jesus, das sich wieder als richtig große Landmasse zwischen Asien und Kalifornien und Alaska befindet. Also es gibt keine Zufälle. Wenn so viele, sage ich mal, Landkarten das so darstellen, dann muss sich dieses Land auch dort befunden haben und vielleicht noch immer befindet sich es dort. Bloß man versucht es vor uns zu verbergen. Und man verbirgt es uns als Beispiel in Form von dieser 21 Stunden Lücke im Pazifik. Und die stärkste physikalische Anomalie der Moderne, die beweist, dass zwischen Russland und Alaska ein riesiger Raum verschwiegen und gequetscht wurde, liegt in unserem offiziellen Zeitzonensystem. Denn wenn man an der engsten Stelle der Beringstraße von
Tschukotka, Russland, nach Alaska blickt, trennen die beiden Festländer offiziell nur etwa 82 Kilometer. Dennoch beträgt der Zeitunterschied zwischen den beiden gegenüberliegenden Ufern, zum Beispiel zwischen den Diomedes-Inseln, 21 bis 24 Stunden. Warum liegt zwischen zwei angeblich so nahe beieinander liegenden Orten fast ein ganzer Tag Zeitunterschied? Alternative Geographen und Chronologiekritiker weisen nach, dass diese internationale Datumsgrenze hier künstlich wie ein Zickzackmuster gezogen wurde, um zu vertuschen, dass dort ein riesiger Raum von mehreren tausend Kilometern Weite, also die reale Ausdehnung von Terra de Yeso, existiert, der auf unseren modernen Globen und Karten einfach zusammengequetscht und als leerer Ozean maskiert wurde. Die Zeitverschiebung ist das mathematische Relikt des wegzensierten Raumes. Und das sehen wir hier ganz deutlich. Also wer kann mir hier bitte erklären, dass hier diese Diomedes-Insel, die wir hier sehen, dass sich ja auf der einen Insel, ne, hast du Montag um 12 Uhr und auf der anderen Insel ist es Sonntag 15 Uhr. Also benutzt bitte deinen gesunden Menschenverstand und sag mir bitte, wie das funktionieren soll und was damit bezweckt wird. Und kann es eigentlich sein, dass diese Diomedes-Inseln sich in Wahrheit irgendwo hier links von dieser Linie hier befinden oder rechts von dieser Linie und viel näher heran an, sage ich mal, Alaska und Russland befinden, als es uns dargestellt wird und dass, sage ich mal, der so zusammengequetscht worden ist und in Wahrheit sich da zwischen eine riesengroßen Landmasse, wie wir bereits in den letzten Folien erkennen konnten, das so groß ist wie Nordamerika oder sogar größer. Also deswegen, da wird so viel vertuscht, damit wir da nicht zur Wahrheit kommen, dass sich das Land von Jesus dort befindet. Und hier sehen wir nochmal. Diomedes-Inseln befinden sich zwischen Russland und Alaska. Die beiden Inseln sind weniger als 4 Kilometer voneinander entfernt, haben aber einen Zeitunterschied von 21 Stunden. Wie geht das? Wie geht das? Oder hier auf den Diomedes-Inseln kannst du von den USA nach Russland gehen und buchstäblich mit einem Schritt von heute in den morgigen Tag treten. Wie ist das möglich? Wie? Bitte hinterfragt es, prüft alles selbst, hinterfragt auch das, was ich euch zeige. Aber wie kann das funktionieren? Das ergibt doch alles irgendwie keinen Sinn, was uns da nach außen getragen worden ist. Wir gehen weiter. Denn auch bedeutende Kartografen des 16. bis 18. Jahrhunderts zeigen auch sehr interessanterweise, dass das Land von Jesu kein pflichtiger Mythos ist, sondern wurde von den Wissenschaftlern der frühen Neuzeit dokumentiert, die noch Zugriff auf die alten, also Kartenquellen des Tausendjährigen Reiches hatten. Und einer davon war Girolamo de Lisle, oder de Lisle. Tut mir leid für die Aussprache von mir. Mein Französisch ist da nicht wirklich sehr gut. Dennoch, der offizielle königliche Geograph Frankreich zeichnete auf seinen Weltkarten das Carte de la Nouvelle France und verzeichnet dort die Terra de Yeso als riesige, detaillierte Landmasse östlich von Kamtschatka. Oder John Blanc in seiner Landkarte Atlas Major. Der berühmteste niederländische Kartograf bildete das Land Jesu in seiner monumentalen Atlantenreihe ab. Er beschrieb es als ein hochentwickeltes, reiches Land mit Bergen und dichten Wäldern. Oder Philippe Boach. Er legte die Königliche Akademie der Wissenschaften in Paris Denkschriften vor, die die physische Existenz dieses Kontinents im Nordpazifik untermauerten und ihn in direkten Bezug zur Verbindung mit dem amerikanischen Kontinent setzten. Also auch da sehr interessant. Und da sehen wir zum Beispiel eine dieser Karten, nämlich von, ich weiß nicht mehr seinen Namen, ich habe jetzt den vergessen, also da müssen wir zurückgehen nochmal. Genau, Guillaume de Isle, das ist seine Landkarte. Und da sehen wir auch auf jeden Fall dieses große Land, das sich hier befindet. Und das ist dieses Land von Jesus, weil wir hier unten rechts sehen wir Kalifornien, hier noch so abgeschnitten. Aber das sehen wir hier und oben befindet sich ein riesengroßes Land, das das Land Terra de Jesu ist. Weil hier links sehen wir auf jeden Fall wieder Sibirien, eine Siberia, die aufgezeichnet ist. Und hier oben sehen wir noch wieder weitere Inseln. Hier, die sich dort oben befinden und wie viel eigentlich vor uns jetzt verborgen wird. Und hier diese große Landmasse, die hier ganz klar Terra de Jesu ist. Oder auch hier von Atlas Major, das ist diese Karte, wird auch ganz aufgezeigt, dass halt eben sich das Jerusalem befindet sich im Mittelpunkt der Erde. Und interessanterweise, wenn du diese Landkarte vergleichst mit zum Beispiel dieser Karte von den Zauberer von Oz, wo, sag ich mal, diese Smaragdstadt sich befindet, dann ähnelt sich diese Landkarte genau mit dieser Landkarte hier von Atlas Major und wird auch aufgezeigt, wie eben auch, sage ich mal, das Heilige Land in der Bibel beschrieben wird, dass es sich im Mittelpunkt befindet und dann sich auch da Landmassen oder Länder, Nationen, die ganzen Kontinente
außen herum befinden und dass wirklich das Jerusalem sich im Mittelpunkt von allem befindet. Und das wird hier auch aufgezeigt. Und auch interessanterweise sieht es auch für mich aus, dass es wie eine Sternenstadt ausgesehen hat. Und dass wirklich dann alles rundum wirklich so nachgebaut worden ist, wie, sage ich mal, auch das Jerusalem ausgesehen hat damals. Und das sehen wir hier wirklich auf diesen Landkarten verzeichnet, die es auch so darstellen. Und auch sogar hier in Saharia 2 und der energetische Feuerring im Pazifik. Das ist nämlich sehr interessant, denn die physikalische Abschirmung dieses heiligen Landes wird in der Bibel durch eine hochenergetische feurige Barriere beschrieben, die sich perfekt mit den geologischen Erkenntnissen der Moderne deckt. Und dazu lesen wir Saharia 2,9 durch. Und ihr selbst spricht der Herr, will für sie eine feurige Mauer ringsum sein, und ich will Herrlichkeit sein in ihrer Mitte. Und dazu passt eigentlich der heutige sogenannte moderne pazifische Feuerring, Ring of Fire, denn geografisch liegt Terra de Yeso exakt im Zentrum des pazifischen Feuerrings, der Zone mit der weltweit höchsten Dichte an aktiven Vulkanen, tektonischen Erdbebenlinien und tiefen ozeanischen Gräben, wie den Marianengraben. Im tausendjährigen Reich war dieser Feuerring keine Naturgefahr, sondern die physikalische Manifestation von Gottes energetischer Schutzmauer. Es war ein hochfrequentes tektonisches Schutzschild, das unbefugte Schiffe oder niedrige Frequenz daran hinderte, in das Land Jesu einzudringen. Und interessanterweise wird auch natürlich das Heilige Land im Zentrum beschrieben und gleichzeitig wird auch der Abgrund auch in der Nähe des Heiligen Landes beschrieben, wo sich das befindet. Und wahrscheinlich, wenn es sich halt alles dort in der Nähe befindet, dann kann auch sein, dass halt eben sich auch die Hölle dort befindet in der Nähe, aber auch das Heilige Land. Und deswegen gibt es auch da so viele aktive Vulkane, so viele tektonische Erdbebenlinien und tiefe ozeanischen Gräben und so weiter, weil sich dort auch der Abgrund befindet, aber auch das Land von Jesus. Und das wird alles von einem Feuerring umgeben, so wie das Gott gesagt hat in Saharia 2,9, dass er eine feurige Mauer ringsum sein wird, um sein Land, also sein heiliges Land, zu beschützen. Und hier sehen wir das nochmal deutlich. Dieser große Feuerring. Interessanterweise da im Pazifischen Ozean. Man will uns natürlich einiges verbergen und das natürlich so aufzeigen, dass sich natürlich das hier nur befindet. Aber es ist trotzdem sehr interessant, wie man das uns darstellt, wie das auch mit der Bibel konform geht oder auch mit dem Land von Jesus. Also eigentlich würde sich das Land von Jesus hier so befinden, aber wir müssen da auch aufpassen, wie, sage ich mal, diese Landkarten hier uns dargestellt werden. Denn ich denke auch natürlich, dass Nordamerika viel kleiner ist eigentlich, wie es uns hier dargestellt wird. Selbst auch Asien oder auch hier Grönland, dass es viel kleiner ist in echt, als es uns in Wahrheit hier auf diesen modernen Landkarten dargestellt wird. Und dass natürlich hier Länder fehlen oder ein sehr großer Kontinent namens Terra de Eso, das wissen wir jetzt bereits, weil wir bereits die letzten Folien da intensiv uns damit beschäftigt haben und es uns angeschaut haben und wie krass wir da eigentlich getäuscht werden. Deswegen das auch noch sehr interessant, ein weiterer Beweis dafür, dass sich das Land von Jesus, also das wirkliche heilige Land, sich dort irgendwo am Pazifischen Ozean befinden muss. Und wir sehen das auch an mythologischen Quellen über das wegzensierte Land Jesus, dass halt eben sie das im Mittelpunkt der Erde befunden haben. Das wussten auch damals die Nationen. Und zum Beispiel, ne, in Form von Hyperborea, das Land jenseits des Nordwinds, ein paradiesischer Ort, an dem die Sonne niemals untergeht, die Menschen unsterblich sind, keine Krankheiten kennen und absolute Harmonie leben. Pindar beschrieb, dass man dieses Land weder zu Lande noch zu Wasser finden kann, ein Hinweis auf die Frequenztarnung. Oder auch zum Beispiel das Shambhala, das verborgene Königreich im Norden, ja auch interessant, wieder im Norden, das von erleuchteten Wesen regiert wird und in dem das unermessliche spirituelle und technologische Wissen der Menschheit vor dem Verfall der Außenwelt geschützt und aufbewahrt wird. Und wir wissen auch, dass die Heiligen damals, die auch als Heilige noch in unserer heutigen bekannten Geschichte auch verehrt wurden, dass die auch neue Körper bekommen haben, leuchtende Körper. Und ich denke, dass jedes Land, jede Nation wusste von diesen Heiligen, denn wir wissen auch von der Schrift, dass nicht nur die Juden oder auch diejenigen, die aus dem Volk Israel stammten, dass die, sage ich mal, zu Jesus gefunden haben, also die Judäer, sondern auch sage ich mal, die Heiden. Die heidnischen Nationen konnten auch zu Jesus Christus finden. Und deswegen war es so, sage ich mal, diese Vereinigung der Heiden und des Volkes Israels. Und dass halt viele davon auch, sage ich mal, ihre verherrlichten Körper bekommen haben. Ihre neuen Körper mit den Heiligenscheinen, die wir in sehr vielen, sage ich mal, ähm,
Berichten lesen und auch sehen können von der katholischen Kirche, von der orthodoxen Kirche und so weiter, und auch von vielen anderen Religionen und Nationen, sage ich mal, die ja auch da so dargestellt wurden, wo ich auch denke, dass es wirklich auch Heilige gewesen sind, die damals auch verehrt worden sind, wahrscheinlich auch fälschlicherweise verehrt worden sind, weil ich denke auch nicht, dass die Heiligen verehrt wollen würden, also oder wollten, dass man sie verehrt, weil letzten Endes sollte nur der König verehrt werden, nämlich Jesus Christus. Und im Grunde genommen ist das, was halt die heidnischen Nationen nie verstehen. Die beten dann immer andere Götter an und machen sich da so eigene Götzen, kann man so sagen. Nichtsdestotrotz wussten sie halt eben, wo sich, sage ich mal, das Heilige Land befunden hat, wo sich die Stadt befunden hat vom König, vom neuen Jerusalem. Und dazu kommen wir auch gleich, warum sie es wussten und wie es auch mit der Heiligen Schrift in Verbindung steht. Aber sie wussten das. Das sehen wir auch hier im Großen und Ganzen auf diesem Bild rechts also von dem geschriebenen Text hier, dass sich halt das neue Jerusalem im Mittelpunkt befindet, das auch umschirmt ist, interessanterweise von Bergen, und rundum sich die ganzen Nationen befinden und hier auch die Antarktis, dieser Eisring rundum. Und dann gehen wir weiter. Denn auch in der keltischen Mythologie wird dieses Land als Tirna Og beschrieben. Denn in diesen also irisch-keltischen Sagen ist Tirna Og, das Land der ewigen Jugend, das absolute Gegenstück zu den Gralserzählungen und der paradiesischen Natur von Terra de Jeso. Es ist also eine riesige Insel oder ein verborgener Kontinent weit im Westen, Nordwesten, der im Ozean liegt. In diesem Land existieren kein Altern, keine Krankheiten, kein Hunger und kein Winter. Die Bäume tragen das ganze Jahr über süße Früchte und die Erde leuchtet in einer permanenten göttlichen Frequenz. Und die keltischen Helden wie Eusin konnten dieses Land nur erreichen, indem sie ein magisches weißes Pferd bestiegen, das sich über die Wellen des Meeres erhob. Als Eusin nach Hunderten von Jahren Sehnsucht nach Irland bekam und zurückkehrte, warnte man ihn, berühre niemals den Boden Irlands, der gefallenen Welt. Sobald er vom Pferd stieg und den niedrigen, vom Frequenzsturz betroffenen Boden berührte, alterte sein Körper innerhalb von Sekunden um Jahrhunderte und zerfiel. Der direkte Beweis für das Gesetz der Isolation und den radikalen Unterschied der biologischen Schwingung zwischen dem Heiligen Land und der Matrix dieser Neuzeit. Also auch sehr interessant. Und wir sehen auch hier rechts im Bilde, wie Menschen zu diesem heiligen Berg pilgern, ne, zum neuen Jerusalem, zum Berg Zion, wo sich das heilige Land befindet, Terra de Jeso. Und es wird auch hier uns aufgezeigt, sage ich mal, in diesen Sagen und in dieser keltischen Mythologie. Und auch hier die Insel Penglai und die acht Unsterblichen. Denn die fernöstliche Tradition verortet das Heilige Land mit einer verblüffenden geografischen Präzision exakt dort, wo auf den alten Karten Terra de Jeso eingezeichnet war, im östlichen Meer, dem Nordpazifik. Penglai wird auch oft als eine von 3 göttlichen Bergen und Inseln beschrieben, ist die Heimat der 8 Unsterblichen, Baxian. Die Paläste auf dieser Insel bestehen aus reinstem Gold, Platin und Edelsteinen und die Vögel und Tiere dort sind makellos weiß. In den chinesischen Chroniken heißt es, dass die Insel für sterbliche Seefahrer unmöglich zu erreichen ist. Sobald sich ein Schiff der kaiserlichen Flotte der Insel näherte, erhoben sich mystische Stürme, dichter Nebel und gewaltige Strudel im Meer, also der pazifische Feuerring, die das Schiff entweder zerstörten oder unbemerkt um die Insel herumlenkten. Nur wer spirituell vollkommen rein war, konnte die unsichtbare Barriere durchbrechen. Und hier sehen wir wieder rechts, ne, wie halt die chinesische Mythologie das darstellt mit dem neuen Jerusalem, dem Berg Zion, das sich befindet im Nordpazifik, im Land von Jesus. Und auch das Land Bujan und die verborgene Stadt Kitesh, laut der slawischen Mythologie. In der russischen und slawischen Mystik existiert die Erinnerung an ein verborgenes heiliges Land im Osten und Nordosten, das eng mit dem eurasischen Großreich Tatara verknüpft ist. Ein mystischer Ort im Ozean, auf dem sich das Zentrum aller kosmischen Kräfte befindet, also die Insel Bujan. Hier liegt der Alita-Stein, also auch interessant, der weiße Urkristall, die slawische Version vom Wolfram vom Eschenbachs Kristall. Dazu könnt ihr auch gerne mein letztes Video angucken, auch super interessant, was, sag ich mal, alles um diesen Urkristall, sag ich mal, da gesagt worden ist in Eschenbachs Gralkristall, aus dem alle Heilung und alle Ströme der lebendigen Wassers für die Erde fließen. Und so genau so beschreibt auch Jesus sein Land. Und auch die unsichtbare Stadt Kitesh. Der eng damit verwoben ist die Legende der heiligen Stadt Kitesh. Als die Herrscher der Invasoren anrückten, um die Stadt zu stürmen, fingen die Heiligen in der Stadt an zu beten. Anstatt sich zu verteidigen, wurde die Stadt durch ein göttliches Wunder komplett unsichtbar. Sie versank scheinbar in einen kristallklaren See.
Und die Legende besagt, dass die Stadt bis heute physisch existiert und man an windstillen Tagen das reine Läuten ihrer Kirchenglocken hören kann, aber kein unheiliger Mensch jemals einen Fuß in ihre Straßen setzen wird. Auch super interessant. Hier sehen wir auch diese Illustrationen, die Bilder von der Stadt, auch interessanterweise, ne, dass es halt wirklich auf einer Insel besteht. Hier links und rechts sehen wir wieder Länder, also wahrscheinlich rechts davon Alaska, links davon Asien. Wir sehen auch hier, dass da auch Seemonster existieren, außen herum, die dieses Land beschützen und diese Stadt. Und wir sehen auch hier, wie diese Menschen dahin pilgern in dieses Land. Also auch diese ganzen Nationen wussten damals, wo sich dieses Land befindet und sie sind dahin gepilgert. Aber auch hier in unserer modernen Popkultur sehen wir sehr viele Hinweise dazu, dass halt eben sie ganz genau wissen, wo sich das Heilige Land befindet. Bloß sie verbergen das vor uns, aber sagen uns die Wahrheit trotz dessen auch in ihren Filmen und Serien oder auch Büchern, Comics und so weiter und so fort. Zum Beispiel in One Piece, denn die Suche nach der legendären Insel Love Tale, die auf keiner normalen Karte verzeichnet ist, wird von Dichtern und Seemonstern geschützt und auf das wahre Erbe der verlorenen 800 Jahre Geschichte verborgen. Und auch in Fluch der Karibik. Jack Sparrow muss über den Rand der bekannten Welt hinaus segeln durch eine surreale zeitlose Dimension, um an einen Ort zu gelangen, der auf keiner Karte verzeichnet ist. Die exakte Metapher für das Durchbrechen der Pazifik-Frequenzschranke. Oder auch zum Beispiel das sogenannte Wakanda, seine hochtechnologische spirituelle Königreich, das mitten auf der Erde existiert, aber durch hochentwickelte holographische Tarnfelder für die normale Außenwelt unsichtbar sind. Also eine Wakanda aus dem Film Black Panther. Und hier sehen wir nochmal diese Insel Love Tale aus One Piece. Dann hier links Schiffbruchs Bay aus Fluch der Karibik, das interessanterweise umringt ist von Bergen und auch sehr verborgen liegt, sodass man das nicht finden kann. Oder auch hier die Stadt Wakanda aus Black Panther, das auch durch eine Frequenzbarriere beschützt wird. Und dann, wie die Pilgerungen zum Land Terra de Yeso stattgefunden haben. Und da kommen wir jetzt dazu, warum die Nationen auch wussten genau, wo sich das Heilige Land befindet. Ne, hier rechts sehen wir auch das interessante Bild vom Film Zauberer von Oz. Ne, diese gelbe Straße, die genau zu dieser heiligen Stadt, ne, Jerusalem, führt. Und wenn wir die Offenbarung durchlesen, da wird auch der Thron Gottes auch als Smaragd bezeichnet. Und genau dort auch, wo sie sagen, die Nordlichter auch sich befinden, wo sie auch smaragde Farben haben oder genau dieselben Farben haben, wie, sage ich mal, auch der Thron Gottes beschrieben worden ist. Und genau dort befindet sich, sage ich mal, das neue Jerusalem, die heilige Stadt, der heilige Berg. Und dort pilgerten die ganzen Nationen hin, um, sag ich mal, das Laubhüttenfest zu feiern, wie es laut Sacharja 14,16 geschrieben steht. Der Prophet Sacharja beschreibt exakt den alljährlichen Pilgerrhythmus aller Völker der Erde nach Terra de Yeso. Und es wird geschehen, jeder, der übrig geblieben ist von all den Nationen, die gegen Jerusalem gezogen waren, die werden von Jahr zu Jahr heraufziehen, um den König, den Herrn der Herrscher anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Also während des tausendjährigen Reiches reisen Delegationen aus allen Winkeln der Erde zum Thron des Königs im Nordpazifik, um an der Quelle des lebendigen Wassers aufzutanken. Und auch hier in Jesaja Kapitel 2, Vers 2 bis 3. Die volksübergreifende Einladung. Denn im Bibeltext steht, und alle Nationen werden zu ihm strömen, und viele Völker werden ihnen hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, damit er uns lehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Also das Pilgern war ein Akt der freiwilligen, freudigen Weiterbildung. Das Land Jesu war die universelle Akademie des Kosmos, in der die Menschen das Naturrecht, die klimatische Schwingungslehre und die göttlichen Gesetze studierten. Und das sehen wir hier auch ganz deutlich immer wieder. Die zeigen es uns über Filme, über verschiedene andere Medien, wo sie uns eigentlich da bewusst die Wahrheit darstellen. Oder auch, sage ich mal, in alten christlichen Texten oder antiken Texten zeigt man das auch uns offen auf, nämlich zum Beispiel über die Reisen zum Priesterkönig Johannes. Also auch der Priesterkönig Johannes ist auch niemand anderes als Jesus Christus, der somit da dargestellt wird. Hier sehen wir diesen Priesterkönig Johannes. In Wahrheit Jesus Christus. In den Archiven des Mittelalters existierte eine gigantische Masse an Briefen und Berichten über ein geheimnisvolles Reich im Fernen Osten, das von einem unermesslich reichen, weißen und heiligen Herrscher regiert wurde, dem Priesterkönig Johannes oder Presbyter Johannes. Aus Sicht der Millennium-Forschung waren die Reisen zu diesem Reich die reellen Pilgerfahrten nach Terra de Jesu, das Land von Jesus. Und dieser Text zirkuliert an allen Königshöfen Europas. Johannes beschreibt darin sein Land als ein Land in dem Milch und Honig fließen, in dem es keine Armut, keine Lügen, keine Diebe und keine Gifte gibt.
Er berichtet von Flüssen, die Edelsteine statt Kiesel mit sich führen, und von der Quelle der ewigen Jugend, aus der Pilger trinken, um Krankheiten zu heilen. Und auch die Chroniken der christlichen Gesandten beweisen, dass Kaiser und Könige des Mittelalters schicken offizielle Gesandtschaften, also Pilgerdelegationen nach Osten. Chronisten wie Odorich von Pordenone oder Wilhelm von Rubruck reisten tief in das eurasische Großreich Tartaria. Sie dokumentierten, dass je weiter man nach Osten und Norden vordrang, desto hochentwickelter, friedlicher und spirituell reiner wurde die Zivilisation. Die Städte waren dezentral, die Menschen langlebig und das gesamte Land war von einer unbeschreiblichen warmen Aura erfüllt. Liest euch dazu auch gerne diese Texte durch, weil die beschreiben eigentlich genau das, was wir jetzt auf diesen Landkarten oder was wir auch von den alten Mythologien sehen konnten, wo sie, sage ich mal, das wahre Heilige Land aufzeichnen oder beschreiben, wo es liegt, nämlich im Mittelpunkt der Erde am Nordpol, da wo die Nordlichter befinden, wo sich der Thron Gottes befindet, in Terra de Yeso. Und auch hier in den hagiografischen Quellen, nämlich durch die Wunderreisen im Geist und im Fleisch. In den Hagiografien, also den Heiligenviten des Hochmittelalters, werden die Pilgerfahrten nach Terra de Yeso oft als übernatürliche Reisen beschrieben, da der Zugang zum Land des Königs eine spirituelle Reife voraussetzte. Und dazu die Viten von Heiligen wie den irischen Seefahrer Heiligen Brendan, dem Reisenden des Navigatio Sancti Brendani im Mittelalter ein Bestseller war, beschreiben, dass die Pilger wochenlang durch die dichte Nebelschwaden auf dem Ozean segelten. Erst wenn die Besatzung durch Fasten und Gebet ihre innere Schwingung gereinigt hatte, riss der Nebel auf und sie erblickten das gelobte Land der Heiligen. Ein sonnenüberflutetes, warmes Riesenreich voller prächtiger Edelsteinarchitektur. Und dann auch über die Luftpilger wurde in den Viten sehr viel beschrieben, denn in den Viten osteuropäischer Mystiker wird berichtet, dass hochrangige geistliche Führer während des Stundengebets im Kloster physisch entrückt wurden. Sie betraten die lautlosen atmoelektrischen Luftschiffe des Reiches, also die tatarische Flotte, also die ganzen Luftschiffe und so weiter, und flogen entlang der piezoelektrischen Leitstrahlen wie der chinesischen Mauer, das in Wahrheit wahrscheinlich auch keine Mauer gewesen ist, sondern eine Pilgerstraße, nach Osten, um innerhalb weniger Stunden am Hofe des Königs in Terra de Jesus das Abendmahl einzunehmen, um am nächsten Tag unversehrt in ihre europäischen Klöster zurückzukehren. Also in Form von auch Teleportation, dass sie sich dorthin teleportiert haben, also entrückt worden sind und dann dort, sage ich mal, vor dem Land von Jesu aufgetaucht worden sind und dann dort eingegangen sind. Aber davor mussten sie halt ins Gebet gehen, fasten, um diese spirituelle Aura dazu bekommen, um in dieses Land einzutreten. Und dann sehen wir auch die Infrastruktur der Pilger während des Reiches. Denn im tausendjährigen Reich war das Pilgern eine logistische Meisterleistung, orchestriert von den Tempelrittern, die als offizielle sogenannte Verkehrspolizei und Schutzmacht des Reiches Christi fungierte. Der entlang der großen Pilgerrouten, zum Beispiel der Seidenstraße oder der klimatischen Schnellstraße der chinesischen Mauer, unterhielten die Templer und die christlichen Gilden ein perfektes Netz aus Herbergen. Da es kein ausbeuterisches Zinssystem damals gab und keine Steuern gab, war die Verpflegung und Unterbringung der Pilger vollkommen kostenlos. Die Sternenfestungen an den Wegen dienten als energetische Oasen, in denen das Wasser alchemistisch strukturiert, also dass da hexagonales Wasser existiert hat und den Reisen als Lebenselixier gereicht wurde, damit sie weiterhin ihre Reise fortführen konnten. Und es gab auch diese berühmte gelbe Straße, die wir hier rechts im Bilde sehen können, die auch entdeckt wurde vor ein paar Jahren, sag ich mal, oder in der Nähe von Hawaii und unter dem Pazifischen Ozean. Denn da wurde auch zum Beispiel diese Straße auch auf alten Seekarten der Frühneuzeit verzeichneten Strömungslinien im Pazifik, die wie koordinierte Meeresstraßen funktionierten. Durch die atmoelektrische Harmonisierung des Klimas gab es im Pazifik keine unberechenbaren Taifune. Die Schiffe glitten auf warmen, sanften Strömungen direkt in die Häfen von Terra de Yeso ein. Und auch der Bericht des Bruders Odorich von Porredone zeigt was sehr Interessantes auf, denn die Franziskanermönche oder der Franziskanermönch Odorich reiste tief in das Eurasische Großreich. Das haben wir schon bereits in der letzten Folie besprochen. Und in seinen Reiseberichten dokumentierte er ein unvorstellbares Post- und Herbergesystem namens YAM. Entlang der gepflasterten Reichsstraßen, die sich von Europa bis an die Grenze des Pazifiks erstreckten, gab es alle paar Meilen monumentale, wehrhafte Stationen mit Tausenden von Pferden, Vorräten und atmoelektrisch beheizten Räumen. Pilger wurden dort völlig kostenlos verpflegt, medizinisch versorgt und spirituell betreut. Oder auch durch die Hagiografie des heiligen Nikolaus von de Flue. Im Spätmittelalter wird beschrieben in den mystischen Traditionen des Mitteleuropas,
dass hochfrequente Pilgergruppen sich vor ihrer Abreise nach Osten in spezifischen, geometrisch ausgerichteten Klöstern versammelten. Dort erhielten sie die Reiseabsolation, eine energetische Versiegelung durch das Gebet. Die Viten beschreiben, dass die Pilgerwege durch Eurasien von riesigen, kristallinen Leuchtfeuern markiert waren, die den Pilgern auch nachts den Weg wiesen und es für ihren unmöglich machten. Und ich denke auch, dass diese Leuchtfeuer diese heute genannten Türme der Kirchen sind. Und dass die Kirche wirklich als so Leuchttürme also fungiert haben. Und das, was man uns heute als Kirchen darstellt, gar keine wahren Kirchen sind, dass man das zur Anbetung gemacht hat, so wie es uns heute, sage ich mal, von der katholischen Kirche nach außen getragen wird. Aber dazu werden wir im nächsten Video mehr dazu eingehen, wie, sage ich mal, viele, sage ich mal, durch die katholische Kirche, durch die Reformationszeit und auch durch den Vatikan und durch die Jesuiten sehr vieles verfälscht worden ist, damit man uns irgendwas da aufzeigt, was eigentlich gar nicht der Fall gewesen ist mit den Kirchen und so weiter und so fort. Also seid gespannt, im nächsten Video werden wir da genauer darauf eingehen. Aber ich denke, dass die Kirchen, beziehungsweise die Kirchentürme, eigentlich Leuchttürme waren, genauso wie diese sogenannten Bismarcktürme oder diese Türme der Burgen. Das waren alles Leuchttürme, und damit die Menschen, sage ich mal, wussten, in welche Richtung sie gehen müssen, nämlich Richtung Norden, Richtung zum Richtung zum Heiligen Land, das Land von Jesus. Und interessanterweise ergibt dann auch alles Sinn, wer in Wahrheit die Templer damals gewesen sind, aber auch die Samurai und viele, viele mehr. Denn im offiziellen Gründungsmanifest der Templer steht, dort wird ihre Aufgabe exakt so definiert, dass sie als Krieger Christi zu sein sollen, um die Wege und Straßen vor den Gefahren des Feindes zu schützen. Besonders für die Pilger. Sie bauten Sternfestungen an den strategischen Leylienenkreuzungen als befestigte Relassstationen, um den Pilgern eine unbezwingbare Festung der reinen Frequenz zu bieten. Und auch Chroniken der frühen Neuzeit, wie zum Beispiel die Berichte der ersten Jesuiten-Missionare in Japan, zum Beispiel Louis France im 16. Jahrhundert, zeigen sich fasziniert von der Ähnlichkeit zwischen den europäischen Ritterorden und den japanischen Samurai. Der Ehrenkodex der Bushido basierte ursprünglich auf der absoluten Unterwerfung und den himmlischen Herrscher unter dem Schutz der heiligen Schreine und Pilgerpfade im Pazifik. Die Samurai waren die östliche Flanke dieses globalen Schutzgürtels, während der Templer die westliche Flanke hielten. Auch sehr interessant. Oder auch die Hagiografie des heiligen Bernhard von Clairvaux im Praise of the New Knighthood. Bernhard, der geistige Vater der Templer, beschreibt diese Ritter als eine völlige neue Gattung Mensch. Sie sind Mönche und Krieger zugleich. Ihre Rüstungen waren im Millennium keine schweren, plumpen Eisenblöcke, sondern präzise, geriffelte bioenergetische Anzüge, die den Träger von den unsichtbaren atmosphärischen Angriffen schützten. Also es waren Krieger Christi gewesen damals, die wirklich die Pilger da beschützt haben, begleitet haben zum Heiligen Land auf den ganzen Pilgerstraßen. Und warum mussten eigentlich die Templer und die Samurai diese Pilger überhaupt beschützen? Das werden wir in dieser Folie, sag ich mal, besprechen, denn die unheiligen Überreste der Vorzeit, die Dämonenlarven. Satan war zwar im Eis gefesselt, ne, wenn du mein letztes Video auch gesehen hast oder sage ich mal, meine Beiträge auf Instagram verfolgt hast, da weißt du auch warum oder wie das dazu gekommen ist, alles, was hier jetzt geschrieben steht. Lies dir das auf jeden Fall auch durch oder schau dir das an, damit du auch den ganzen Kontext hier verstehst. Aber die körperlosen Geister der ertrunkenen Nephilim-Riesen, die Dämonen, streifen laut Henoch 15 weiterhin frei auf der Erde umher. Sie lauerten in unbewohnten Wildnissen, Wüsten und Wäldern abseits der atmoelektrischen Zivilisation. Diese Geister besaßen einen permanenten Hunger auf menschliche Energie und versuchten die Pilger durch Einflüsterung, Angstwellen oder spirituelle Parasiten aus ihrer hohen Schwingungsfrequenz zu reißen. Und das wird auch vor allem berichtet in zum Beispiel alten mittelalterlichen Quellen von zum Beispiel Johannes von Würzburg. Denn seine Beschreibung der Pilgerwege dokumentiert er ein Phänomen, das die absolute Notwendigkeit der Ritterorden beweist. Er beschreibt die Wege von unsichtbaren Gefahren gesäumt seien. Denn abseits der Straßen, die von den Brüdern des Tempels bewacht werden, lauern geistige Mächte der Bosheit. Pilger, die sich allein in die Wildnis wagen, werden von einem plötzlichen Wahnsinn befallen, verlieren das Gedächtnis und wandern ziellos umher, bis sie vergehen. Nur im Schatten des Roten Kreuzes, also mit Hilfe der Templer, herrscht der Friede des Herrn. Und hier sehen wir auch, wie die Pilger, sagen wir mal, von Dämonen angegriffen worden sind. Und auf alten Karten, zum Beispiel der Karte von Urbano Monte, also das sehen wir ganz klar, dass zum Beispiel da auch, sage ich mal, außerhalb der Städte oder außerhalb der Pilgerrouten, sage ich mal, in Wüsten oder in so mystischen Orten oder so in Dschungeln oder sonst was, da werden auch eingezeichnet, also Dämonen eingezeichnet,
Und da wird auch ganz klar in Schriften, da auf Spanisch steht es, gewarnt, dass halt eben sich dort Dämonen befinden und dass man sich von diesen Orten fernhalten soll. Und deswegen waren die Templer dafür da, um, sage ich mal, die Leute wirklich vor diesen Dämonen da zu beschützen, damit sie wirklich zum Land von Jesus gelangen können, ohne dass sie, sage ich mal, von diesen Dämonen verführt werden und oder von ihrem Weg abgebracht werden. Dann interessanterweise kam etwas, was alles, sage ich mal, verändert hat damals. Denn es kam, so sage ich mal, auch zu einem Gesetz der Isolation, wie ich das so beschrieben habe in dieser Folie. Denn in den Dokumenten zeigen den schmerzhaften Übergang, tut mir leid, von einem ehemals offenen heiligen Kontinent hin zu einer unbezwingbaren Festung. Und das wird zum Beispiel im Zeugnis des Kosmographen Sebastian Münsters aufgezeigt. In den frühen Ausgaben seiner berühmten Kosmographia wird die Region im Nordosten noch als reich und bewohnbar beschrieben. Doch in den späten Ausgaben, am Vorabend der großen Fälschungswelle, ändert sich der Ton der Berichte drastisch. Denn dort steht, weiter nach Osten, wo das Land Esso, also Jesu, liegen soll, ist das Meer nun von einer solchen Natur, dass kein Schiff mehr hindurchdringen kann. Unaufhörliche dichte Finsternis, dicke Nebel, die die Sinne verwirren und ein unbezwingbares Eis blockieren den Weg. Die Seefahrer berichten, dass Gott selbst diesen Ort von den Augen der Menschen verborgen hat. Sehr, sehr interessant. Oder auch die hagiografischen Viten des Spätmittelalters zeigen auf, denn in den Viten von russisch-orthodoxen Heiligen des 16. Jahrhunderts, die an den Küsten Sibiriens wirkten, wird das Gesetz der Isolation spirituell beschrieben. Sie erwandten die verbliebenen Gläubigen, dass die Tore des irdischen Paradieses im Osten sich nun schließen. Sie dokumentierten, dass die atmoelektrischen Luftschiffe des Reiches und die piezoelektrischen Pilgerstraßen ihre Energie verloren, weil die Quellen des Lichts versiegelt wurden. Wer den Übergang nach Terra de Jesu bis dahin nicht geschafft hatte, war in einfrierenden neuzeitlichen Matrix gefangen. Und dann die Berichte der holländischen Walfänger aus dem 17. Jahrhundert. Holländische Kapitäne, die versuchten, die Nord-Ost-Passage zu bezwingen, um das wegzensierte Großreich im Pazifik zu erreichen, berichteten in ihren Logbüchern von magnetischen Anomalien und akustischen Mauern. Sobald sie sich bestimmten Breitengraden näherten, begannen die Schiffshölzer unter der Frequenzspannung zu zittern. Die Kompasse drehten sich im Kreis und eine unüberwindbare Wand aus Packeis zwang sie zur Umkehr. Also es beweist, dass innerhalb dieser Jahrhunderts, also des 16. und 17. Jahrhunderts, wo interessanterweise die Renaissance begann, also die Wiedergeburt der Antike oder des Römischen Reiches, wo, sage ich mal, sehr viel Fälschung durch die Jesuiten betrieben worden ist und auch durch den Vatikan und wo dann eine ganz andere Geschichte, sage ich mal, uns erzählt worden ist. Und genau da begann auch, sage ich mal, ja, die Freilassung auch von Satan laut Offenbarung 20,7 bis 8. Und dann begann auch die Täuschung der Nationen. Und dort wurde auch dann das Heilige Land vor uns verborgen durch viele verschiedene Täuschungsmanöver, ne, durch das Globusmodell, durch auch, indem man halt die Landkarten ganz anders dargestellt hat, indem man bestimmte Länder wie zum Beispiel Grönland viel größer dargestellt hat auf Landkarten, auch Nordamerika viel größer dargestellt auf Landkarten, als sie in Wirklichkeit sind. Und dass man bestimmte Länder kleiner gestellt hat, wie zum Beispiel Australien, die deutlich größer sind. Oder dass man bestimmte Länder komplett oder Kontinente komplett aus den Landkarten gestrichen hat, wie zum Beispiel die Insel Thule oder Friesland oder, sage ich mal, auch natürlich das große Kontinent, das Heilige Land, Terra de Jeso. Und man versucht da immer wieder zu spalten. Man versucht auch immer wieder uns irgendwas anders aufzudrängen. Und auch das, was die katholische Kirche heutzutage uns erzählt, ist auch nur die halbe Wahrheit und sie versucht uns da sehr krass zu täuschen, damit wir die wahre Wahrheit auch nicht erkennen können. Deswegen prüft alles und auch das, was ich euch jetzt gerade gezeigt habe oder nähergelegt habe, prüft auch das mit eurem Herzen. Lasst den Heiligen Geist durch euch wirken, damit ihr da zur Wahrheit kommt, die Jesus Christus ist. Und dann werdet ihr wissen, ob das, sage ich mal, mit euch übereingeht, mit eurem Herzen, mit dem Heiligen Geist oder nicht. Deswegen prüft alles, hinterfragt alles und wir werden uns im nächsten Video über ein sehr interessantes Thema beschäftigen, nämlich da werden wir dazu kommen, wie die Freilassung Satans stattgefunden hat. Und da werden wir uns vor allem mit der Reformation beschäftigen, mit der katholischen Kirche, mit den Jesuiten, mit dem Vatikan und allgemein, wie, sage ich mal, die Religion als ein Bindeglied war, um, sage ich mal, die Menschen zu verführen und zu täuschen in dieser kleinen Zeit, in der wir uns gerade befinden, laut Offenbarung 20,7 bis 8, wo die ganzen Nationen getäuscht werden und verführt werden. Und die Religion war ein Teil, also ein
Teilinstrument dazu, um die Menschen damals, sozusagen zu dieser Zeit, schon zu spalten und bereits zu verführen und täuschen durch ihre falschen Lehren. Und das werden wir im nächsten Video sehen, oder das werdet ihr im nächsten Video sehen. Also werde ich vor allem im nächsten Video besprechen. Deswegen seid auf jeden Fall beim nächsten Video mit dabei. Das war es jetzt von diesem Video. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch allen Gottes Segen, Gottes Heil und möget ihr auf den rechten Pfad sein, nämlich da lasst euch leiten vom Heiligen Geist zu dem Weg, dem Leben und der Wahrheit, das unser Herr und König Jesus Christus ist. Bis zum nächsten Video. Ciao.